Jetzt sind wir hier an der Grundschule. Diese beiden Völker sind die aus dem Film Völkerwanderung. Und auf dem Volk hier ist kaum Flugbetrieb zu beobachten. Jetzt bin ich gespannt, was da los ist. Dann machen wir mal auf und schauen rein. Honigraum wiegt gar nichts. Da ist also keine einzige Biene drin. Auch kein Gramm Honig. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wabengassen besetzt. Ich denke mal, die sind weg. Ja, hier ist kaum was los. Schauen wir es uns genauer an. Schauen wir uns den Drohnenrahmen zuerst an. Also ganz typisch, herzförmig ausgebaut, Baustelle verlassen. Da kann ich fast davon ausgehen, dass die weg sind. Hier haben wir ein Pollenbrett. Futter haben sie eingetragen. Keine Spur von Brut. Hier haben wir jede Menge Drohnen, verdeckelte Brut, offene Brut kaum, sind kurz vorm Strecken, also da ist nichts Frisches drin. Und da haben wir das Malheur. Hier haben wir sie. Da ist sie. Eine dicke, fette Schwarmzelle. Da sitzt sie. Verdeckelt. Also wahrscheinlich sind sie schon abgeflogen. Mist. Da bin ich 1, 2 Tage zu spät. Sobald die erste Schwarmzelle verdeckelt ist und das Wetter passt, sind sie fort. So, da haben wir sie. 1, 2, 3, 4 Stück auf der Wabe. Auch keine offene Brut zu sehen. Also die sind doch schon länger weg. Wahrscheinlich sind diese Schwarmzellen auch schon kurz vorm Schlupf. Ja, so kann es gehen. Mit der Kirschblüte geht's los. Dann sind die Völker soweit, dann wollen sie sich vermehren. Auch auf der nächsten Wabe keine offene Brut zu sehen. Hier ist noch eine Schwarmzelle. Da haben wir noch Schwarmzellen drin. Oh, die ist schon offen. Da haben wir schon eine offene Zelle. Da ist die Königin sogar schon geschlüpft. Also hier gibt es im Volk bereits eine neue Königin. Eine ganz neue Entwicklung hier. Da ist der Zelldeckel offen, die Königin ist draußen. Also irgendwo saust hier eine junge Königin rum. Ob ich die jetzt finde? Das Glück ist mit den Dummen. Ich habe sie gefunden. Autsch. Da ist sie. Da ist sie. Die ganz junge Königin. Wunderbar. Da haben wir sie. Große Klasse, so ein Glück.
Die anderen Schwarmzellen hat sie noch nicht abgestochen. Rausgegangen ist sie auch noch nicht. Jetzt wollen wir der mal einen schönen Farbtupfer verpassen. So, wir haben 2019. So kriegen die Königinnen einen grünen Punkt. Die lassen wir jetzt ein bisschen antrocknen. Weil die muss ja noch fliegen, die muss noch raus zum Hochzeitsflug. So, und solange ich jetzt hier noch am Volk arbeite, kommt die Königin, die Kleine, erstmal hier in den Käfig rein. Und dann kann ich hier ungeniert an dem Volk arbeiten. Und jetzt sind hier noch jede Menge Schwarmzellen. Die hier, die ist auch kurz davor, die will auch schlüpfen. Jetzt muss ich mir was überlegen, was wir mit denen machen. Am besten ein paar Schwarmzellenableger. Oder wir brechen die Zellen. Immer diese Entscheidungen. Jetzt habe ich hier noch was entdeckt. Nämlich diese Zelle. Die ist kurz vorm Schlupf. Der Deckel ist schon oben offen. Und jetzt wollen wir der Königin mal ans Tageslicht helfen. Die wäre also in den nächsten paar Minuten, wäre die jetzt von alleine rausgekommen. Und dann hätte es unter Umständen noch einen Nachschwarm gegeben. So, da kommt sie. Da kommt auch gleich eine zum Hallo sagen. So, zu mir her. Wunderschön. So, da ist sie. Frisch geschlüpfte Königin. Servus, grüß dich. Da ist sie. Auch du bekommst gleich deinen grünen Punkt. Und zum Glück habe ich noch ein paar Verschulkäfige dabei. Die kannst du gleich einparken. So. Da unten ist auch ein bisschen Futterteig drin. Da kann die Kleine gleich was futtern. Also hier bei dem zweiten Volk eine ganz andere Situation. Alles harmonisch. Hier haben wir die Königin. Da läuft sie ganz ruhig. Ist auch noch schön dick. Legt noch frisches Gelege drin im Volk. Eine wunderschöne Brutwabe, so wie man es kennt aus dem einräumigen Brutraum. Bis in die letzten Ecken wird hier gebrütet. Und was ich euch hier gerne noch zeigen würde, ist der Drohnenrahmen. Wunderschön ausgebaut bis in die letzten Ecken. Ein einheitliches Baumuster. Komplett durchgestiftet. Die Maden sind schon kurz vom Strecken. Also das Volk ist in Harmonie, da ist von Schwarmstimmung keine Spur. Jetzt werde ich hier aber trotzdem eine Wabe entnehmen. Schön mit verdeckelter Brut, mit offener Brut, ansitzenden Bienen, die kommen jetzt raus. Jetzt konnte ich in der Schule
3 Königinnen aus den Schwarmzellen befreien, beziehungsweise sind sie selber geschlüpft. Gezeichnet sind sie auch schon. Und jetzt habe ich mir hier einen Boden vorbereitet. Da kann ich 3 Völker in einer Zarge halten. In dem Film Beuten, Böden, Mittelwände habe ich dieses System schon mal vorgestellt. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Hier haben wir jetzt also den Boden. Da unten sind diese Schienen drin, wo die Sheets reinkommen. Und dann passen da noch jeweils 3 Waben in jedes Compartment. Jetzt fange ich mal hier mit den Brutwaben an. Jeweils eine Brutwabe in jedes Compartment. Also genug verdeckelte Brut drauf. Den mal daher. Den setzen wir hier ein. Eine Mittelwand rein. Und noch eine alte Futterwabe, die aus dem Winter noch übrig ist. Auch hier die Futterwabe dazu. Die Königinnen, die sind jetzt hier drin, in diesen Käfigen, aus dem berühmten System. Kommt ein Nagel oben rein und dann hänge ich die Königin direkt ans Brutnest. In diesem Käfig ist hier vorne so ein ganz klein wenig Futterteig, damit die Vereinigung so ein bisschen verzögert wird und die Bienen nicht direkt über die junge Königin herfallen. Auch hier ein bisschen Futterteig, hier sitzt die Königin. Wieder der Nagel da rein. Drei neue Ableger gebildet. Und das an einem Tag, wo ich eigentlich nichts machen wollte. Und zum Schluss noch der Deckel. Heute war ordentlich was los in der Imkerei. Einen Königinnenableger gemacht, mehrere Königinnen bei der Geburt beobachtet. Imkern ist auch immer ein bisschen Überraschung. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!